Hallo, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. In diesem Video zeige ich dir einen richtig saftigen Möhrenkuchen, der wirklich tagelang frisch bleibt. Und keine Angst, die Möhren schmeckt man überhaupt nicht. Für den Teig nehme ich 175 Gramm weiche Butter, 200 Gramm Zucker, 2 Teelöffel Vanillezucker, den Abrieb einer Zitrone, den Abrieb einer Orange und 4 Eigelb. Die Zutaten verrühre ich zu einer geschmeidigen Masse und hacke jetzt die Nüsse. Insgesamt brauchst du 200 Gramm gemahlene Mandeln oder Haselnüsse. Ich habe hier einfach alle Reste aus angebrochenen Packungen zusammengeschüttet und die hacke ich in der Küchenmaschine möglichst fein. Du kannst natürlich auch fertig gemahlene Nüsse verwenden. Die gemahlene Nussmischung gebe ich schon mal in die Rührschüssel und rasple als nächstes die Möhren, die ich bereits geschält und gewaschen habe. Ich mache das hier wieder mit der Küchenmaschine, weil das deutlich schneller geht. Du kannst sie aber auch mit einer feinen Reibe raspeln. Die Möhren gebe ich nun ebenfalls in die Rührschüssel, füge noch 2 Teelöffel Zimt hinzu und mische die Zutaten gut durch. Die Eiweiße schlage ich mit einer Prise Salz steif und stelle sie kurz zur Seite. Da der Teig nach der Zubereitung sofort gebacken werden sollte, heize ich den Backofen schon mal auf 180 Grad vor. Das Mehl mische ich mit einem Päckchen Backpulver gut durch und gebe hiervon erst einmal nur etwa die Hälfte in den Teig und rühre es unter. Dann füge ich 4 Esslöffel Orangensaft und das restliche Mehl hinzu und rühre den Teig nochmal gut durch. Zum Schluss hebe ich den vorbereiteten Eischnee unter die Masse. Damit das Backpulver nichts von seiner Triebkraft verliert, sollte der Kuchen hier zügig gebacken werden. Diesmal backe ich den Kuchen in eine 26 cm Springform. Wenn du möchtest, kannst du ihn aber auch wie in meinem früheren Video als Blechkuchen auf einem Backblech backen. Den Kuchen habe ich hier etwa 45 Minuten gebacken. Mithilfe eines Zahnstochers kannst du ganz einfach testen, ob der Kuchen gar ist. Wenn kein Teig kleben bleibt, ist der Kuchen fertig. Den Kuchen lasse ich dann in der Backform abkühlen und bereite die Zitronenglasur vor. Dafür schlage ich ein Eiweiß mit einer Prise Salz steif. Zu dem Eischnee gebe ich dann 200 Gramm Puderzucker und rühre es gründlich unter, bis eine dicke Masse entsteht. Da die Glasur jetzt noch zu dick ist, füge ich 3 Teelöffel Zitronensaft hinzu und rühre es kurz unter.
Von der Glasur nehme ich 1 bis 2 Esslöffel ab und stelle es kurz zur Seite. In die restliche Glasur gebe ich noch 2 weitere Teelöffel Zitronensaft und rühre sie zu einer streichfähigen Masse. Die Glasur verstreiche ich nun auf dem abgekühlten Kuchen. Wenn du möchtest, kannst du den Kuchen dafür auch aus der Form nehmen und die Glasur seitlich herunterlaufen lassen. Und jetzt zeige ich dir noch, wie du mit der Spritzglasur hübsche Möhrchen herstellen kannst. Hierfür fülle ich ungefähr 1 Teelöffel der zurückbehaltenen Glasur in ein separates Schälchen und färbe es mit Lebensmittelfarbe grün ein. Die grüne Glasur fülle ich dann in einen kleinen Spritzbeutel und färbe die restliche Glasur. Für die Möhrenkörper habe ich die Glasur mit etwas roter und gelber Farbe gemischt. Je nachdem, wie dick du die Möhren machst, reicht die hier gezeigte Menge für ca. 24 Möhren. Für die Möhrchen habe ich hier eine Vorlage auf Backpapier aufgezeichnet. Darauf spritze ich nun zuerst mit der grünen Spritzglasur die Blätter und dann mit der orangen Glasur die Körper der Möhrchen. Wenn die Oberfläche der Möhrchen schon angetrocknet ist, kannst du mit einem Zahnstocher vorsichtig einige Querstreifen eindrücken. Die Möhrchen kannst du nun an der Luft trocknen lassen oder aber, wenn es schneller gehen soll, bei niedriger Temperatur mit Umluft im Backofen trocknen. Ich wünsche dir schon mal viel Spaß beim Nachbacken und freue mich schon auf deinen Kommentar.